Ich würde Racial Profiling gleichzeitig als eine Rassifizierung von Kriminalität bezeichnen, und dem Gleichen wird aber auch ein unterstellter Migrationshintergrund oder eine unterstellte Herkunft kriminalisiert. Das heißt, beides passiert irgendwie gleichzeitig. Auch wenn es oft geleugnet wird, gehört das zu vielen Betroffenen zum Alltag. Einfach anlasslos kontrolliert zu werden von Polizistinnen. Ich würde tatsächlich weg davon gehen, das nur aufs Bahnhofsviertel irgendwie da den Schwerpunkt zu sehen. Ich glaube, man hat das in ganz anderen Stadtteilen noch viel massiver. Genau, ich glaube, dass das Bahnhofsviertel zum einen genau dadurch, dass es zentral liegt und dafür für viele außenstehende Leute, die da nur durchlaufen und die sonst gar nichts da mit der Lebenswelt zu tun haben, die dort nicht wohnen oder sich dort nicht aufhalten, dass trotzdem am präsentesten sehr zentral Racial Profiling auch im sichtbaren Raum stattfindet. Das heißt, Leute, die selbst nicht betroffen sind, können es im Bahnhofsviertel oder bekommen es wahrscheinlich oft und häufig in Bahnhofsnähe und im Bahnhofsviertel mit. Genau, ich glaube, dass sich da Marginalisierungsfaktoren überschneiden und dass deswegen das Bahnhofsviertel gar nicht der Schwerpunkt wäre, an dem ich Racial Profiling auch sehen würde, sondern dass es ganz andere Stadtgebiete gibt oder Stadtteile, in denen es noch sehr viel massiver, aber eben nicht so im öffentlichen Raum sichtbar für Außenstehende stattfindet. Genau, ja, was beim Racial Profiling passiert, ist, dass über äußerliche Merkmale eine unterstellte Herkunft konstruiert wird und die als Grundlage dafür gilt, kontrolliert zu werden, egal ob vorher was passiert ist oder nicht. Genau, und dadurch, dass es eben an Äußerlichkeiten festgemacht ist, gehört das für viele Betroffene auf dem Heimweg, auf dem Weg von Schule, Arbeit, sonst irgendwas zum Alltag dazu. Oder in unserer politischen Arbeit, die gestartet ist, um über Racial Profiling zu sprechen, dazu zu forschen, dagegen auch anzugehen, haben wir festgestellt, dass die Bereitschaft der Betroffenen, sich mit uns darüber auseinanderzusetzen, gar nicht so wahnsinnig hoch ist, weil das ein so normalisiertes Phänomen ist, dass dafür wenig Personen zu uns kommen, um dort Unterstützung aufzusuchen. Tatsächlich werden wir relativ viel angefragt, was Racial Profiling angeht, von einer Personengruppe, die wir die kritischen Beobachterinnen nennen. Das heißt Personen, die das beobachten und die gerne sich Handlungsmöglichkeiten aufzeigen möchten, die aber auch irgendwie, ja, die das eben kritisieren. Genau, unsere Arbeit mit Betroffenen läuft in erster Linie darauf hinaus, dass zu uns Opfer und eben Betroffene von rassistischer Polizeigewalt kommen. Das heißt, Personen, die erstmal irgendwie in irgendeinem Kontext racial profiled wurden und daraufhin aber eskalativ in Gewaltsituationen gelangen. Dafür braucht es auch eigentlich wenig bis nichts und oft finden sich Personen dann eben in dieser Situation wieder. Zusätzlich dazu kommt auch noch, dass diese Personen oft nicht nur mit Gewalt konfrontiert werden, sondern zusätzlich auch noch juristische Konsequenzen davontragen. Das heißt, inzwischen geht die Polizei auch dazu über, dass, wenn es zu Gewalteskalationen kommt, die Betroffenen anzuzeigen. Das sind in der Regel Anzeigen wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und Beleidigung. Das ist so der Klassiker. Das ist eigentlich das, was wir auch tatsächlich in unserer Arbeit am meisten zu sehen bekommen. Und das ist auch der Punkt, an dem wir in der Regel Unterstützung bieten. Und ich glaube, das ist mit einer der wichtigen Sachen, auch für Copwatch, glaube ich, das auch öffentlich zugänglich zu machen. Zum einen natürlich auf jeden Fall ganz wichtig die Unterstützung und der Support für Betroffene von Racial Profiling, aber auch darauf aufmerksam zu machen, dass das stattfindet und eben auch Leute, die davon nicht im Alltag betroffen sind, darauf aufmerksam zu machen, dass das passiert. Ganz oft, gerade wenn man das nur im Vorbeigehen mitbekommt, ist für viele Leute, glaube ich, einfach, also da werden auch einfach Rassismen produziert oder reproduziert, in denen, wenn man nur im Vorübergehen sieht, irgendwie, dass beispielsweise migrantisch gelesene Jugendliche oder junge Männer besonders häufig kontrolliert werden. Dabei wird nicht gesehen, dass man nicht weiß, ob es einen Anlass dafür gab, dass die Kontrollen oft irgendwie auch ergebnislos bleiben. Das heißt, man schürt damit und reproduziert damit halt auch rassistische Vorurteile oder schafft die erst. Ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig, und das macht es für die Betroffenen auch extrem schwierig.
weil es so nicht greifbar ist. Also man kann selbst als betroffene Person gar nicht richtig filtern, bin ich gerade wirklich nur zufällig kontrolliert worden, weil du nicht nachweislich sagen kannst, es liegt jetzt daran, dass ich so und so aussehe. Und ich glaube auch, das ist so ein Faktor, zum einen Betroffene da drin zu stärken, dass es diese Praxis gibt, die sie ja selber auch erfahren und ich glaube, die auch oft so wahrgenommen und erkannt wird, aber es lässt sich ganz schwierig an nicht betroffene Leute vermitteln. Das ist das, was mir passiert ist und das ist mir passiert, weil ich habe nichts gemacht und es war keine rein zufällige Kontrolle, sondern das hat irgendwie ein System, was dahinter steckt. Und ich glaube, das spielt halt auch eine große Rolle. Das hat man jetzt auch am Opernplatz gesehen, dass Opernplatz oder andere Situationen wie diese auch von Seiten der Polizei auch öffentlich genutzt werden, um nochmal die öffentliche Akzeptanz dieser Praxis irgendwie zu erweitern, indem man beispielsweise bei einer Pressekonferenz sagt, irgendwie die Täter der Situation am Opernplatz waren hauptsächlich junge Männer mit Migrationshintergrund. Damit legitimiert man noch weiter verschärftes Vorgehen und noch weiter auch im öffentlichen Raum diese rassistische Praxis durchzuführen. Und das sieht man auch. Also das passiert jetzt noch zunehmender, obwohl das seit Jahren kein neues Thema ist. Wirklich seit vielen, vielen Jahren nichts Neues ist. Aber wie gesagt, es wird meiner Meinung nach schon ein bisschen immer weiter auch außerhalb des Bahnhofsviertels in den öffentlichen Raum gedrängt und stößt da auch auf Akzeptanz, eben durch solche Strategien der Legitimation seitens der Polizei auch in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, das wird zunehmend ein Problem, weil das auch die Hilflosigkeit von Betroffenen massiv verschärft. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor. Zum einen, weil man nicht richtig nachweisen kann, warum werde ich kontrolliert, wenn nichts gefunden wird. Ist das rassistisch und man das immer nicht belegen kann. Und je mehr das im öffentlichen Raum akzeptiert und teilweise ja auch unterstützt wird von Racial Profiling betroffene Menschen, desto schwieriger wird die Situation für die Betroffenen. Und ich sehe da gerade schon, der Opernplatz ist ein ganz guter Anlass, denke ich, auch für das Thema, ein massives Problem in dieser öffentlichen Akzeptanz dieser Praxis. Ja. Das können wir auch noch ein bisschen weiterdenken. Also die Vorstellung, was heißt eigentlich Sicherheit und für wen gibt es Sicherheit in dieser Gesellschaft? Denn was wird hergestellt über rassistische Polizeikontrollen? Da wird eben genau das versucht. Es wird suggeriert, dass für manche Personen Sicherheit herrscht, indem Leute markiert werden als kriminell und die Leute, die eben nicht so markiert werden, das sind die in Sicherheit leben dürfen. Das heißt, im Prinzip macht Racial Profiling sowas wie eine unsichtbare Grenze zwischen den Erwünschten und den Unerwünschten und diese unsichtbare Grenze orientiert sich eben an rassistischen Merkmalen. Uns ist ganz klar, dass die einzige Möglichkeit, letztlich rassistisches Polizieren zu beenden, ist über eine Organisation der Betroffenen. Und das machen wir auch immer recht klar, dass wir zwar eine Unterstützungsleistung machen, aber wir in dem Sinne keine Sozialarbeit machen. Also die Frage der politischen Kämpfe ist für uns zentral. Wir haben uns gegründet, um Racial Profiling oder im weitesten Sinne natürlich auch Rassismus zu denormalisieren. Das heißt für uns, dass wir diesen Zustand, so wie er aktuell ist, einfach nicht akzeptieren möchten und wir in einer Gesellschaft leben möchten, in der es eben keine Normalität von rassistischen Polizeikontrollen gibt.